Moin. Ich brauche immer Action. Gleich morgens, gleich Zunder. Attacke. Alter, was kommen die auf für Namen, sag mal bitte. Da will ich auf jeden Fall mal drauf eingehen. Wie spricht man das aus? Morgens um 8:30, um 9 Uhr. Das ist doch viel zu früh. Hi Leute, es ist wieder R-Zone Time. Ihr kennt es schon, ihr habt uns Fragen geschickt, die wir versuchen in diesem Video zu beantworten. Und ihr habt richtig viele Fragen gehabt zum Thema HD-Matrix-Licht vom neuen Touareg R. Und da starten wir direkt rein. Okay. Die erste Frage von CE Navarrete kam und du fragst, was ist der Unterschied zwischen dem Matrix HD-Licht und dem ganz normalen LED-Licht? Das HD-Matrix-Licht oder die HD-Matrix-Scheinwerfer sind unsere neueste Evolutionsstufe von LED-Scheinwerfern. Die LED-Scheinwerfer, die ihr bisher kennt, sind Matrix-Scheinwerfer, die verschiedene Pixel haben. Und diese LEDs können immer einzeln ein- und ausgeblendet werden und dadurch kann man dann zum Beispiel entgegenkommende Fahrzeuge oder Fußgänger ausblenden. Also merken wir uns bisher maximal 75 Pixel. HD-Matrix-Scheinwerfer, HD steht für High Definition, wie man es kennt, haben 19.200 Pixel. Wait, what? 75 hat ein normaler LED-Scheinwerfer Ja. und 19.000. Dann Die HDs, genau. Da könnt ihr euch vorstellen, dass man die Fläche vor dem Fahrzeug sehr viel feiner und homogener ausleuchten kann. Und man hat sogar noch die Chance, verschiedene Effekte zu erzeugen. Zum Beispiel, wenn man mit dem Lane Assist fährt und durch eine Baustelle, wo man vielleicht die Spur gerade nicht so gut sieht, weil es regnet oder so, wird mit dem Licht so Guidelines auf die Straße projiziert, die ein bisschen heller sind als der Rest. Viele Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. ja, Jonas, bei mir rattert es schon. Wenn du sagst, man kann es so detailgetreu ausleuchten vor dem Fahrzeug, dann kommt mir natürlich sofort in den Sinn, in der Zukunft gedacht, dass man sich vielleicht sogar die Ideallinie auf einer Rennstrecke über die Scheinwerfer anzeigen lassen kann als Fahrer, dass du den optimalen Fahrzustand dann immer angezeigt bekommst. Genau, kann man natürlich super nutzen in der Dämmerung oder bei Nachtrennen. 24-Stunden-Rennen. Vielleicht sind wir ein nächstes kleines Prototypenprojekt, oder? Dass wir in deine Rennwagen HD-Matrix LED-Scheinwerfer einbauen? Nehmen wir mit auf, ist notiert. Kevin Maith W, ich hoffe, der Name ist richtig ausgesprochen, denn eure Namen sind immer wirklich sehr speziell. Das sind für uns immer richtige Zungenbrecher. Du fragst, hat das Fahrzeug dann nach wie vor Cornerlicht und haben wir weiterhin Coming Home, Leaving Home, diese schöne Funktion, die wir haben, dieses Begrüßungslicht? Fangen wir mit dem Kurvenlicht. Das Kurvenlicht hat sich bewährt, das ist auf jeden Fall ein sehr cooles Feature, was die kurveninnere Seite noch mal ein bisschen mehr ausleuchtet und deshalb auch ein Sicherheitsaspekt. Das hatten wir vor dem Facelift und haben wir jetzt natürlich auch mit dem Facelift, mit dem neuen Touareg weiterhin an Bord. Welcome Goodbye Animation ist auch ein sehr cooles Thema. Der Touareg Facelift hat ja, wie wir gerade schon beschrieben haben, das HD Matrix Licht, damit dann auch Welcome Goodbye Animation machen kann. Also da werden dann bestimmte Grafiken auf die Straße oder auf die Wand, vor der das Fahrzeug steht, projiziert. Und wir machen nicht nur was in der Front, sondern auch im Heck. Im Heck haben wir ja mit dem Touareg Facelift das erste Mal in Deutschland und Europa ein beleuchtetes VW-Emblem im Heck. Was übrigens richtig gut aussieht. Wirkt richtig cool, ja. Und da bauen sich ebenso die Scheinwerfer, die Scheinwerferkontur, die Silhouette baut sich auf und bindet dann das beleuchtete VW-Emblem richtig cool mit ein. Sehr stark. Die man übrigens auch auswählen kann. Es gibt verschiedene Animationen, ein bisschen dynamischere, ein bisschen ruhigere, je nachdem, was man gerne mag. Und das kann man sogar individuell einstellen im Fahrzeug. Kommen wir zur nächsten Frage. Feyuchen 6. Du fragst, was die Leuchtweite angeht von dem Licht. Also wie weit kann man mit diesem Licht oder mit dem Scheinwerfer überhaupt leuchten? Und da, glaube ich, ist es ein bisschen speziell bei uns bei Volkswagen. Ja, das stimmt. Wir haben die ähnliche Frage von MP Tim bekommen. Und der hat auch gefragt, ne, wie weit leuchtet eigentlich das Fernlicht? Ich kann euch sagen, es reicht auf jeden Fall. Wir haben wirklich so weites Licht mit dem HD-Matrix-Licht. Der Touareg hat ja 3 Augen vorne. Das eine Auge ist für die Ausleuchtung in der Kurve zuständig. Das eine ist für den ganzen Nahbereich, also das ist das sogenannte HD-Matrix-Modul. Und dann haben wir nochmal ein extra Auge nur fürs Fernlicht. Und da haben die Ingenieure auf jeden Fall alles rausgeholt, was geht. Eine sehr interessante Frage, die mich auch persönlich interessiert, kommt von Cekalia. Und du fragst, ob es möglich ist, das Licht nachzurüsten, also das LED-Matrix-Licht zum Beispiel in das aktuelle Fahrzeug nachzurüsten.
Die kurze Antwort auf die Frage ist leider nein, sorry. Zum einen hast du an den Scheinwerfern häufig schon eine andere Kontur, das heißt die Stoßstange vorne, der Kotflügel oder auch die Motorhaube werden unter Umständen schon gar nicht mehr passen. Wenn wir nur in die Technik gucken, dann ändert sich da ja auch eine ganze Menge. Zum Beispiel gehen wir ja von 75 einzeln ansteuerbaren LEDs auf 19.200. Das heißt, du hast zum Teil andere Steuergeräte im Fahrzeug, die auch anders verkabelt werden müssen. Und du brauchst eine andere Software. Und kleiner Funfact hier aus der Entwicklung, wir haben häufig den Fall, dass wir neue Technik in bestehende Fahrzeuge einbauen müssen. Und da sind unsere Werkstattmitarbeiter und Ingenieure teilweise Tage, manchmal sogar wochenlang beschäftigt, um diese Technik in den Fahrzeugen zum Laufen zu bekommen, die ganzen Kabel nachzuziehen, die Prototypen-Software zu schreiben. Also das ist schon ein schwieriges Unterfangen. Interessante Frage, denn oftmals ist es ja so, dass das Licht auch ist ja ein Optikthema, gerade in der Tuning-Szene. Jeder möchte sein Auto gerne individualisieren und deswegen kann ich die Frage nachvollziehen und verstehen. Und cool, Jonas, dass du uns die Frage so beantwortet hast. Gerne. Die nächste Frage kommt von Jordan Maleka. Und das ist eine Frage, vielleicht kennen von euch einige die Antwort, aber viele glaube ich noch nicht. Und zwar fragt er, how do you get the Matrix LED lights to flicker? Is there a special mode? Ach ja, genau, also das klassische Flickern vom Licht, wenn man zum Beispiel das Auto mit dem Handy filmt, diese klassischen Instagram-Reels. Sieht ja ziemlich cool aus. Genau, ja, da gibt es keinen Mode im Fahrzeug, aber das hat was mit der Kamera zu tun, die dieses Video aufnimmt. Aber da kannst du, glaube ich, noch ein paar Details zu sagen, was das Thema Frequenzen angeht. Genau, also erstmal muss man dazu wissen, wie LEDs funktionieren oder gedimmt werden. Ja, die LEDs, wenn man die ein bisschen dunkler haben möchte, dreht man nicht die Stromstärke runter oder so, sondern die LEDs werden schnell an- und ausgemacht. Das passiert wirklich im Millisekundenbereich, also ganz, ganz schnell, du selbst siehst das nicht. Das Auge gar nicht wahr. Dir kommt es nur so vor, als ob das Licht einfach etwas dunkler ist. Jetzt ist es aber so, dass wenn die Kamera mit einer anderen Frequenz filmt, als das Licht an- und ausgeht, dann kommt dieser Flackereffekt zustande, weil dann sieht man es in der Kamera doch ein bisschen flackern. Ah ja. Die Profis, die unsere Autos filmen und fotografieren, können über die Belichtungszeit der Kamera die Frequenz der LEDs ganz gut treffen und dadurch wird dann dieser Flackereffekt vermieden. Hätten wir unseren Kameramann mal hier hinsetzen müssen, der könnte uns die Frage beantworten. Der könnte es auf jeden Fall gut erklären, ja. Ihr zu Hause könnt es auf jeden Fall gerne mal ausprobieren. Wenn ihr mit eurem Handy euer LED-Licht filmt, dann solltet ihr so einen Flackereffekt bekommen. Ja, ihr Lieben, das war's auch schon wieder mit The R-Zone. Wir hatten heute wieder eine Menge Spaß. Wir hoffen, eure Fragen sind beantwortet worden. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Zum Beispiel über eure Fragen, die ihr uns in die Kommentare schreibt. Macht gerne weiter so, die Fragen sind immer super kreativ und interessant und wir freuen uns über jede einzelne. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Volkswagen.